Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Switzer, ich bin Ayurveda-Arzt. Ich beschäftige mich mit Ayurveda, mit Homöopathie und die Wildkräuter-Vitalkost jetzt schon seit 20 Jahren. Ich habe diese Methode entwickelt, um auch bei degenerativen Erkrankungen, auch bei Krebserkrankungen, meine Patienten mehr Unterstützung anbieten zu können. Und wir haben heute das Problem mit Viren, die tauchen jedes Jahr auf am Horizont. Es gibt immer neue Viren, die heißen BSE und SARS und MERS und Vogelgrippe und Schweinegrippe. Und jetzt haben wir Coronavirus. Und was kann ich tun, um mich schützen vor diesen ganzen Virenerkrankungen? Ich denke, alle Erreger, ob das Viren sind oder Bakterien, die haben eine Funktion. Und im Ayurveda sagt man, ein Virus oder Bakterien kann dann nur eine Krankheit auslösen, wenn der Körper sehr verschlackt ist. Verschlackung kommt aus einer industriellen Ernährungsweise, Pizza, Pasta, Pommes, Nudeln, Fast Food und zu wenig frisches Vitalkost, Rohkost und mit dieser Verschlackung, diese Schlacken heißen Ama im Ayurveda, wenn wir dieses Ama, diese Schlacken losbekommen, können Viren und Bakterien uns nicht anstecken. Also das sagt der Ayurveda seit 4000 Jahren. Deswegen gibt es Ayurveda-Kuren, die Ayurveda Panchakarma-Kur. Wir führen das jetzt seit 30 Jahren durch, hier am Starnberger See, in Verbindung mit Wildkräuter-Vitalkost. Und das Ergebnis ist, dass unsere Patienten berichten von besseres Immunsystem, und mehr Widerstandsfähigkeiten und die viele sagen, dass sie durch den Winter gehen ohne grippalen Infekt, sogar ohne Erkältung, weil einfach das Immunsystem so viel besser arbeitet. Also ich möchte euch in den nächsten 40 Minuten einige Tipps geben, wie Sie zu Hause Ihr Immunsystem stärken können. Es gab schon eine alte Krankheit bei der Seefahrt. Es fing an, ich glaube im Jahr 1400, ungefähr 400 Jahren, waren die Seeleute von einer Krankheit heimgesucht mit dem Namen Skorbut. Skorbut ist wir wissen heute, das ist eine Krankheit ausgelöst durch einen Vitamin-C-Mangel. Und die Schätzung geht davon aus, dass ca. 2 Millionen Seeleuten an Skorbut elendig gestorben sind, wegen einem Vitamin-C-Mangel. Und ich denke, wir haben eine fast ähnliche Erkrankung heute bei älteren Menschen, in Pflegeheimen, wo die Menschen fast alles, nur gekochte Nahrung bekommen und kaum was Frisches. Und oft diese alten Leute essen wenig oder überhaupt keine Obst und schon kommen sie in einen Zustand von Vitaminmängel und Vitamin C ist sehr, sehr wichtig. Und ich nenne das eine subklinische Skorbut oder Vitamin C-Mangel bei nicht nur alten Menschen, auch jungen Menschen. Also wer unterwegs ist mit Fertigessen, Fast Food, industrielle Nahrung, wer nicht für Frischkost sorgt und Vitalkost, kann sehr schnell in diese Schiene praktisch gelangen. Und
Was haben die Seefahrer gemacht, um diese Krankheit quasi zu beheben, diese Gefahr? Die haben sauer eingelegtes Gemüse gegessen und auch Zitronen gegessen, aber vor allem Sauerkraut, sauer eingelegtes. Das ist eine fantastische Quelle, nicht nur für Vitamin C, sondern für Vitamine, die Bakterien, die Lactobacillen, die quasi dieses Gemüse verstoffwechseln. Da werden große Mengen Vitamine freigesetzt. Und die haben dann praktisch mit sauer eingelegtes diese Krankheit, Skorbut. Da haben sie eine gute Lösung gefunden. Und ich wollte Ihnen zeigen, anhand von einigen Fermentsäften, was Sie zu Hause machen können, um Ihr Immunsystem hochfahren. Weil es geht nicht nur um Vitamine, es geht auch um die Milchsäure, die entsteht durch diesen Fermentationsprozess. Die Lactobacillen, die fangen an, dieses Gemüse quasi für uns die Arbeit machen bei der Vorverdauung, quasi das Gemüse wird vorverdaut und es entstehen große Mengen rechtsdrehende Milchsäure und was auch entsteht, sind Biophotonen. Also wir haben die Milchsäure und Biophotonen. Wir haben die Vitamine und dann haben wir auch die sekundären Pflanzenstoffe. Da komme ich gleich drauf. Und natürlich einige Mineralien. Und alles zusammen bewirkt oder ergibt eine heilkräftige Mix. Und wir können wir lassen es 6 oder 7 Tage fermentieren oder auch länger. Es wird nicht schlecht. Und dann können wir das verzehren in Saften. Wir können das Gemüse in Saften oder als Salat essen. Und was ich verwende, diese Säfte werden quasi gestartet durch Sprossen. Weil die Sprossen nach 2, 3 Tagen, die bilden große Mengen Milchsäure. Und das heißt, wir benutzen die Sprossen sozusagen als Starter, Milchsäure-Starter quasi. Und das sind jetzt Linsen und man kann praktisch alle Sprossen nehmen. Und dann brauche ich nur Wasser dazu gegeben. Das sind Karotten, das sind rote Beete, da ist auch Topinambur drin. Dann kann ich auch hier meine frisch gepflückte Bärlauch ein bisschen was reintun. Und ich habe quasi auch Wildkräuter. Und jetzt lasse ich das mit Wasser auffüllen. Und was ich auch gerne dazu gebe, um das noch zu mineralisieren, gebe ich diese Mikromineralien-Uressenz. Das ist ein Konzentrat aus organischen Mineralien und Spurenelemente, die aus einem pflanzlichen Substrat stammen. Und dieses Mineralkonzentrat sorgt für Spurenelemente, die recht selten zu finden sind und die auch für unseren Stoffwechsel
und Immunsystem auch sehr stärkend sind. Also das sind die Mikromineralien, die würde ich dann auch dazu geben. Und dann habe ich, ich fülle das ziemlich bis oben und dann schließen. Und ich habe dann in 6 bis 7 Tagen meinen Fermentsaft. Hier habe ich das fertige Produkt. Sie sehen, wie das blubbert. Ja, das Fermentation ist richtig im Gang. Und das Tolle hier bei dieser Fermentation ist, dass die Lactobacillen verdrängen die schlechten Bakterien. Also das heißt, wenn da irgendwelche pathologische Bakterien hier drin wären, die werden dann eliminiert. Und das Gleiche passiert in unserem Magen-Darm-Trakt. Die pathologischen Bakterien werden ausgemistet und ersetzt mit Lactobacillen und die Darmflora wird dadurch erneuert und gestärkt. Also eine gesunde Darmflora kann 1,5 bis 2 Kilo wiegen. Ja, das sind 10-mal mehr Darmbakterien als menschliche Zellen. Ja, das sind ungefähr 10 Billionen Darmbakterien. Und eine gesunde Darmflora ist auch in der Lage, Aminosäuren herzustellen, Vitamine herzustellen. Und deswegen die Fermentsäften und alles, was sauer vergoren ist, das ist das, was die Deutsche früher stark gemacht hat und gesund gemacht hat. Und alle sehr gesunde und vitale Menschen auf der Welt, weltweit, essen Fermentprodukte in irgendeiner Form. Ob das Kimchi ist, ob das Kwas ist, Brottrunk, was die Russen trinken, Sauerkraut natürlich und auch Miso-Suppe, Miso-Paste. Das sind alles Fermentprodukte. Und auch die Bienen. Wir setzen auch ein Bienenmittel ein. Und dieses Bienenmittel ist fermentiert durch die Bienen. Die Geschichte ist die, dass im Kaukasus, Rumänien und anderen Ländern, wenn die Imker, die verkaufen erst den Honig und nachher was übrig bleibt, das essen sie selber. Und diese Imker haben eine extreme Langlebigkeit, weil die Bienenprodukte sind sehr gesund. Das sind Gelee Royal und Propolis und Bienenpollen, Bienenbrot und Wachs. Und das wird alles fermentiert. Und das wird richtig heilkräftig eingesetzt bei der Behandlung verschiedener Krankheiten. Und das ist auch ein Mittel, was wir einsetzen bei der Behandlung von Patienten mit chronischen Erkrankungen oder bei Patienten, die auch ihr Immunsystem stärken möchten. Also, wie Sie sehen, ich kann es in verschiedenen Ausführungen machen. Das sind Boxhornkleesprossen, die werden dann auch gern verwendet bei der Behandlung von Diabetes. Und ich habe hier auch sogar bitterte Mandeln oder Aprikosenkerne. Das ist auch eine gute Quelle von Vitamin B17. Ich habe hier Brokkolisprossen aus einer alten Sorte. Und die Brokkolisprossen enthalten Sulforaphan und Indol-3-Carbinol. Das sind 2 Stoffe mit einer Antikrebs-, antientzündliche Wirkung. Und Brokkolisprossen enthalten 50 mal mehr Sulforaphan als Brokkoli-Gemüse. Also es ist viel effektiver, das so zu essen. Wenn ich das fermentiere,
dann sind die Nährstoffe quasi vorverdaut und die werden dann besser bioverfügbar und besser aufgenommen vom Darm. Und, das waren die Boxhornklee-Sprossen auch hier. Also, es gibt nichts Besseres und ich behandle jeden Tag Krebspatienten in meiner Praxis. Und ich habe oft, bekomme ich das Feedback von meinen Patienten, dass sie dank der Fermentsäfte, die kommen wieder zu Kräften, zur Energie. Es ist unglaublich. Oft innerhalb von 2 Monaten strotzen sie vor Energie und wollen wieder arbeiten gehen. Und das habe ich oft erlebt. Ich denke, es ist einfach diese Mischung aus Biophotonen, die Energieteilchen, die alle gesunde Zellen produzieren und abgeben. Also die Biophotonen werden gebraucht von den Mitochondrien, unsere Energiegeneratoren in den Zellen, damit die Mitochondrien Energie herstellen können. Ja? Also ohne Biophotonen wird es nicht so gut gelingen. Wir brauchen für die Mitochondrien nicht nur Biophotonen, wir brauchen auch Mineralien, Spurenelemente und wir brauchen auch B-Vitamine. Das muss alles zusammenkommen und auch Pflanzenstoffe, sekundären Pflanzenstoffe. Und die höchste Gehalt an sekundären Pflanzenstoffe sind hier in den Wildkräutern. Hier habe ich Bärlauch frisch gepflückt. Und die Pflanzenstoffe sind ganz entscheidend für das Immunsystem, weil das Immunsystem reagiert auf die Signale, die die Pflanzenstoffe quasi aussenden. Also wir essen die Wildkräuter und die Pflanzenstoffe werden quasi weiter kommen an die Zellen und die Gene werden quasi zum Leben erweckt. Die werden aktiviert durch die Pflanzenstoffe. Kann ich Pflanzenstoffe bekommen im Bioladen, wenn ich Biogemüse kaufe? Da war das Problem, dass ca. 80% aller Gemüsesorten sind Hybridzüchtungen. Das sind Tomaten, Paprika, Gurken. Kohlrabi ist ein gutes Beispiel. Also Kohlrabi hat keine Bitterstoffe mehr, die werden alle rausgezüchtet. Und es schmeckt so süß wie ein Äpfel. Wir haben hybrid gezüchtete Äpfel, die haben so gut wie keine Pflanzenstoffe mehr. Also verglichen mit Wildäpfel, die 450 mal mehr Pflanzenstoffe enthalten als diese Hybridäpfel. Also diese hochgezüchtete Gemüsesorten sind inzwischen keine gute Spende von diesen Pflanzenstoffen. Auch Brokkoli ist leider auch gezüchtet. Quasi 99% aller Karottensorten sind hybrid gezüchtet. Und da haben wir das Problem, dass wir bekommen nicht genügend Pflanzenstoffe durch Gemüse. Auch Getreide wurde sehr stark gezüchtet inzwischen und diese Stoffe fehlen uns dann. Gut. Also mein wichtigstes das wäre das wichtigste Mittel, um das Immunsystem hochzufahren, zu stärken. Das war, um alle Vitamine, Mineralien, Pflanzenstoffe für den Körper. Da gibt es nichts Besseres. Es hat schon die Seeleute gerettet. Damals, es hat 400 Jahre, bis sie drauf gekommen sind. Es wird uns auch retten bei weiteren. Ich gehe davon aus, dass jedes Jahr wird so eine Virusepidemie auf uns
auf uns zukommen und wir brauchen eine gute Strategie, weil der Staat wird uns nicht retten, Ihr Arzt wird sie nicht retten, die Medizin, die Pharmaindustrie, Krankenhäuser, das wird uns nicht retten. Und auch Social Distancing und all diese Strategien und auch wenn wir eingesperrt werden, das ist alles keine Strategie, um uns vor Virusepidemien zu schützen. Und die werden auch wir werden weiter heimgesucht von Viren. Und der Mensch lebt in einem Meer, wir sind umgeben von Bakterien und Viren, wir kommen da nicht weg. Wir können nur dafür sorgen, dass unser Immunsystem gestärkt ist. Und wir sollten nicht 400 Jahre warten wie diese Seeleute, sondern wir können wirklich handeln. Und es kommt wirklich auf den Einzelnen, da aktiv zu werden. Nicht? Also das ist meine wichtigste Botschaft dieses Heften. Die sind so einfach zu machen. Sie können quasi, hier habe ich jetzt 5 Gläser gemacht. Und ich kann die nächsten 2, 3, 4 Monate verzehren. Die werden nicht schlecht. Ja. Und dann werden Sie auch spüren, was das für eine Energie freisetzt. Und wenn diese Biophotonen, die Sie ja einnehmen, Sie sehen das an Ihren Haaren. Sie können den Biophotonen-Haartest machen. Wenn die Zellen bioelektrisch gut energetisiert sind, Ihre Zellen, dann werden Sie merken, dass die Haare richtig sehr füllig werden und richtig hochstehen, so wie meine. Immer wenn ich aus dem Bett krieche, dann stehen meine Haare auf. Das ist diese bioelektrische Energie. Und davon profitieren die Zellen. Das gibt sehr viel Energie auch für Kreativität und sportliche Betätigung und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die Biophotonen. Und was kann man sonst machen jetzt? Es geht um, wie kann ich mein Immunsystem stärken? Da würde ich ein paar andere vielleicht Tipps geben. Es gibt im Wesentlichen 3 Vitamine, also wenn Sie, das wäre das Minimum, was jeder machen sollte an Vitamine, ist Vitamin D3, gerade im Winter. Das ist der Grund, warum diese Virusepidemien immer gegen Ende von dem Winter auftauchen. Weil dann haben wir einfach so wenig Sonne gehabt und da ist die Vitamin D3 Blutkonzentration meistens dann sehr reduziert. Und optimal ist ein Blutspiegel von 60 Mikrogramm Vitamin D3 und ich würde da empfehlen, jeden Tag 5.000 bis 10.000 Einheiten. Und das würde entsprechend bedeuten, vielleicht 5 bis 10 Tropfen Vitamin D3. Da muss man gucken, wie die Dosierung ist. Also ich nehme das als Tropfen. Und da haben alle Studien einstimmig gezeigt, wie wichtig Vitamin D3 ist für das Immunsystem. Und nicht nur für das Immunsystem, sondern auch Herz-Kreislauf und auch sogar generell gegen Oxidation, gegen freie Radikale. Nicht? Also Vitamin D3 spielt eine ganz große Rolle, auch gegen Depressionen, gegen mentale Depressionen. Und eine Kollegin von mir empfiehlt sogar zu Beginn eines Infekts 100.000 Einheiten Vitamin D3 für 3 Tage.
Und das ist der Dr. Gundry in den USA und er hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Was man auch erwähnen sollte, ist Zink. Also ich mache immer bei meinen Patienten, ich schaue immer auf die Fingernägel, um zu sehen, ob weiße Flecken vorhanden sind. Die weißen Flecken sind ein Hinweis auf einen Zinkmangel. Und auch Rillen, sehr rillige Nägel. Und aus meiner Erfahrung haben 100% alle Vegetarier und Veganer einen Zinkmangel. Also 100%. Nicht 99%, 100%. Warum haben die Vegetarier so Probleme mit Zink? Es ist aus pflanzlicher Ernährung es zu bekommen ist schwieriger als tierisches, als Fleisch und Fisch und Eier. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die Erde inzwischen sehr sehr ausgelaugt ist. Also da fehlen Mineralien und eins davon ist Zink und auch Jod fehlt und Selen fehlt. Also viele dieser Mineralien fehlen. Deswegen geben wir dieses Konzentrat von Mikromineralien Uressenz, um diese Mineralverluste auszugleichen. Also Zink spielt eine riesig große Rolle und wir empfehlen dann, ich persönlich nehme 2 Tabletten Unizink, das kriegt man in der Apotheke. Aber man kann auch Zinkorotat nehmen, das ist 40 Milligramm. Also ich nehme 2-mal Tabletten Unizink, das ist 50 Milligramm. Und ich habe auch gesehen, gerade bei Kindern, wenn sie Zink bekommen, Vitamin D3 bekommen und dann auch Vitamin C, dann genügend Vitamin C. Und da würde ich empfehlen, bei Kindern vielleicht 500 Milligramm und bei Erwachsenen bis zu 3 Gramm Vitamin C, gerade im Winter. Und dann 500 Milligramm bis 3 Gramm Vitamin C. Dann haben wir die wesentlichen Vitamine. Wir haben Vitamin D3, Zink und Vitamin C. Und wenn die Regierung ihre Bürger schützen will vor Viren, also die beste Methode wäre eben diese 3 Vitamine, das würde vielleicht 20 oder 30 Cent pro Tag kosten, wenn gerade ältere Leute da besser versorgt wären mit diesen Vitaminen. Wir hätten dann viel weniger kranke Menschen, nicht? Und also das habe ich immer wieder, kann ich wirklich nur bestätigen von meiner Praxis. Ja. Gut, was gibt es noch? Wie kann ich mein Immunsystem noch stärken? Also wir haben gerade über die Fermentsäfte gesprochen in Verbindung mit diesen 3 wichtigen Vitalstoffen, diese 2 Vitamine, diese eine Mineral, also Zink. Man könnte auch Zink Selen in dieser Reihe auch erwähnen. Selen ist sehr wichtig für die Bildung von Glutathion, das ist ein Antioxidant. Vielleicht das Wichtigste gegen Oxidationsprozesse, gegen entzündliche Prozesse. Wo bekomme ich Selen? Sie müssen da keine Tabletten einnehmen, aber wenn Sie 2 oder 3 Paarnüsse täglich einnehmen, dann sind Sie gut versorgt mit Selen. Ja? Und Selen ist auch eine Nährhefe. Und die Nährhefe ist eine weitere Empfehlung von mir.
Nährhefe sollte man nicht verwechseln mit Bierhefe. Nährhefe wird auf Molasse angebaut und enthält Beta-Glucan. Das sind Polysaccharide, die das Immunsystem enorm stärken können. Und was auch Beta-Glucan enthält, sind Pilze. Alle Pilze. Und meine Lieblingspilze sind Austernpilze. Und was machen die Pilze? Das wird in Asien empfohlen als immunstärkend. Die Pilze können die Mitochondrien stärken, weil die enthalten einen vitaminähnlichen Stoff. Dieser Stoff heißt Ergothiamin und die kann in die Mitochondrien eindringen und die Mitochondrien beleben, damit die Mitochondrien mehr Sauerstoff aufnehmen. Das ist die Wirkung von allen Pilzen. Also wenn Sie jeden zweiten Tag Pilze vielleicht kurz dünsten und zu einem willkürlichen Salat essen, dann haben Sie wirklich ein fantastisches Immunsystem. Die werden auch in der Krebstherapie eingesetzt, die Pilze. Also Reishi, Cordyceps, aber im Prinzip brauchen Sie nur in die Bioladen zu gehen und Kräuterseitlinge, Austernpilze und Champignons und dann haben Sie wirklich, sind Sie gut eingedeckt eben mit Beta-Glucan, wie bei Nährhefeflocken und auch die Pilze haben diesen Stoff. Gell? Und ich mache immer so eine Mischung aus Nährhefeflocken mit pflanzlichem Joghurt und da kann man noch hinzugeben irgendwelche Kerne, Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne und vielleicht auch irgendwelche Beeren und das ist so meine Müsli. Und das esse ich seit ungefähr 40 Jahren. Das hat mir geholfen. Vor 40 Jahren ich war Diabetiker vor 40 Jahren und ich habe meinen Diabetes wegbekommen, auch mit Hilfe von Nährhefeflocken und die ich seitdem regelmäßig esse. Und das ist wirklich eine fantastische Spende von B-Vitamine und andere Stoffe. Ja, ich wollte Ihnen einen Tipp geben, wie man Sprossen züchten kann, ohne dass sie schimmeln. Also ich habe noch nie Probleme gehabt, dass die irgendwie schimmelig wurden. Das ist diese Netze, das habe ich hier bei Lidl gekauft, 50 Cent. Und das sind Brokkolisprossen und so sehen die aus nach circa 3 Tagen. Und die braucht man nur gießen und aufhängen. Und schon hat man Sprossen, das mache ich auch unterwegs, sogar im Hotelzimmer. Und weil ich esse jeden Tag Sprossen. Ja, die Zunahme an Vitamine, es gibt eine richtige Explosion, also bis zu 5-mal, 10-mal mehr Vitamine und auch Aminosäuren werden aktiviert. Und dann kann ich das direkt verwenden, eben für meine Fermentsaft mit Gemüse. Und ich habe das wirklich in 2 Minuten und es ist keine Arbeit. Und schon habe ich mein für mein Immunsystem so wichtige Fermentsaft kreiert. Das sind die Mikromineralien, die kann ich dann, ich kann quasi diese Fermentsaft damit impfen und dann entsteht eine sehr interessante Synergie
mit den ganzen Pflanzenstoffen. Also das heißt, Mineralien und Pflanzenstoffen docken aneinander und das bewirkt noch mehr, das hat noch einen dynamischen Effekt, was da ausgelöst wird. Und wir haben die Erfahrung gemacht mit den Mikromineralien, dass Patienten, die stark von Gelüsten heimgesucht werden, nach gerade stärkehaltiges und süß und Schoko und Salz und Chips und Pizza und Pasta und Pommes, Nudeln, die kommen damit schneller weg, wenn sie besser mineralisiert sind. Das heißt, wir wollen den Körper remineralisieren mit Spurenelementen, Mineralien und dann sind die Gelüste oft um 90% reduziert. Und das habe ich auch mit meinen eigenen Kindern gemacht. Die haben jeden Tag einen Esslöffel Mikromineralien bekommen und waren oft auf so Feste eingeladen und die kamen zurück und haben die Süßigkeiten mitgeschleppt. Also dieser Drang, süß zu essen, war viel, viel weniger, wenn der Körper gut mineralisiert ist. Und auch das Immunsystem und auch die Mitochondrien, diese energieproduzierende Energiegeneratoren in den Zellen, sind angewiesen auf Mineralien, neben Vitaminen, neben Biophotonen und neben sekundären Pflanzenstoffen. Und das Bienen-Vitality-Mittel, das war dieses alles fermentiert von den Bienen, das Geheimnis der Imker im Kaukasus, also die 100-Jährigen dort im Kaukasus, laut einer russischen Studie, haben alle diese fermentierten Bienen Erzeugnisse regelmäßig gegessen und das hat eben diese sehr Langlebigkeit und bei fehlender Degeneration, die hatten keine degenerativen Hirnkrankheiten, keine Demenz, die waren wirklich topfit. Also dank Bienenprodukte, die eben fermentiert waren und auch durch Wildkräuter. Die haben bis zu 20, 25 verschiedene Wildkräuter, was täglich gegessen. Das war auch ein Hinweis dieser russischen Studie. Und vermutlich auch, sie waren auch sehr gut mineralisiert. Die haben Gletscherschmelzwasser verwendet, um ihre Felder zu bewässern. Und dieses Gletscherwasser ist sehr mineralhaltig. Das heißt, das Getreide und die Obst und Gemüse, was sie angebaut haben, war sehr gut mineralisiert. Und das waren quasi also das Geheimnis dieser langlebigen Menschen da im Kaukasus. Und ich denke, die haben da keine Probleme mit Virusepidemie, dass es einfach kein Thema ist. Die Firma Bruno Zimmer im Saarland hat ein Öl produziert, also wirklich fantastische Preis-Leistung. Und es enthält Weizenkeimöl, was auch sehr wertvoll ist gegen Entzündungen. Und der Trick ist, Weizenkeimöl enthält 8 Faktoren des Vitamin E. Und wenn Sie normalerweise in der Apotheke Vitamin E kaufen, bekommen Sie nur einen Faktor. Das ist meistens Alpha-Tocopherol. Und alle 8 Faktoren zusammen sind sehr antientzündlich wirksam. Und das ist das beste Präparat, um eben an Vitamin E ranzukommen. Um 1 Liter Weizenkeimöl zu erzeugen,
verwendet die Firma ungefähr 10.000 Kilo Weizenkeime. Das wird richtig gepresst. Also es ist ein enormer Aufwand. Und mit dem Weizenkeimöl hinzu kommt Leinöl frisch gepresst und Algenöl. Und Algenöl ist insofern interessant, weil es enthält DHA und EPA. Und das sind zwei Fettsäuren, die normalerweise in Lebertran vorkommen. Das Problem mit Lebertran ist, es ist inzwischen auch relativ toxisch, weil die Fische sind ziemlich durchverseucht mit PCBs und Pestizide und Schwermetalle wie Quecksilber. Ich würde das nicht empfehlen, also Fischöl zu nehmen. Das ist ziemlich toxisch geworden. Aber Algenöl enthält die gleichen Fettsäuren, DHA und EPA, und die werden gebraucht für unsere Körperzellen, um die Zellwände zu stärken. Ja, um gesunde Zellen zu haben, braucht man gesunde Zellwände. Und DHA und EPA leisten da die haben eine ganz wichtige Funktion für die Zellwände. Und die gehören zu diesen Omega-3-Fettsäuren. Haben auch eine antientzündliche Wirkung, Antikrebswirkung und auch gegen Degeneration von Gehirnzellen. Also auch ein Schutz vor Degeneration und Oxidation und auch Gehirnatrophie oder Verlust von Gehirnmasse, wenn man altert, nicht? Also wir wollen nicht, dass unser Gehirn schrumpft. Und das passiert im Schnitt bei 70-Jährigen, die haben schon circa 6-7% ihrer Gehirnmasse verloren. Und wenn sie nicht genügend DHA und EPA erhalten oder auch B-Vitamine, nicht zusammen. Wir brauchen B-Vitamine und wir brauchen DHA und EPA, um unser Gehirn zu schützen vor Degeneration. Den Tipp. Und das ist sogar die Tagesdosis von Vitamin D3 hier in dem Öl. Also wenn Sie 2 Esslöffel nehmen, haben Sie die empfohlene Tagesdosis von Vitamin D3. Aber das ist nicht ganz ausreichend, da würde ich noch zusätzlich Vitamin D3 nehmen, aber es ist besser als gar nichts. Ja. Aber um richtig ein Optimum an Vitamin D3 muss man Tropfen oder Kapseln noch hinzunehmen. Aber das nehmen wir für unsere Salate. Es gibt Meeresalgen, wir haben eine Dame hier im Nachbarort, das ist die Meeresbiologin ist, und sie hat Meeresalgen aus die Nordküste von Irland, und diese Algen sind auch sehr heilkräftig, weil die sekundären Pflanzenstoffe enthalten, und organisches Jod. Und ich würde sagen, jeder bekommt zu wenig Jod. Warum ist das so? Weil verglichen mit Japanern sind wir alle unterversorgt mit Jod. Also durchschnittliche Japaner verzehrt ca. 14 Milligramm Jod täglich. Organisches Jod in Form von Sushi und Miso-Suppe mit Algen, also die essen fast jeden Tag Algen. Und die Deutsche Ernährungsgesellschaft empfiehlt nur ca. 100 Mikrogramm Jod. Und eigentlich die Japaner, das ist ein Riesenunterschied.
Und ich habe immer exzellente Erfahrungen gemacht mit Meeresalgen in kleinen Mengen. Und die kann man über Salat oder Suppen geben. Was interessant ist bei Jod, ist es auch ein richtiger Viren- und Bakterienkiller. Also organisches Jod schützt uns vor Infektionen. Es ist wirklich ein guter Schutz. Und ich denke, die Japaner sind wirklich gut geschützt bei dieser Virusepidemie. Und ich danke ihrer die ganzen Meeresalgen. Das ist auch ein Grund, warum die Japaner diese im Schnitt sehr, sehr lange leben im Vergleich zu allen Industriestaaten. Jod, organisches Jod schützt uns auch vor Krebs. Ja? Also gerade Brustkrebs und Prostatakrebs ist organisches Jod ein wirklich Schutz vor der Entstehung von Krebszellen. Deswegen würde ich das wirklich sehr auch empfehlen, ergänzen dazu, weil sonst ist es neben Zinkmangel haben Sie mit Sicherheit auch einen Jodmangel. Nicht? Und das muss nicht sein. Also das waren so für mich sinnvolle Produkte, was ich auch verwende. Ich nehme noch zusätzlich Vitamin B-Komplex ein, B-Komplex-Vitamine wie Vitamin B12, das sollten alle Vegetarier einnehmen. Und Sie sehen, mit diesen Vitalstoffen werden Sie durch den Winter kommen. Sie müssen sich keine Gedanken machen wegen dem Virus. Man kann nur hoffen, dass es nicht jährlich so ein Shutdown von der ganzen Wirtschaft gibt, weil wenn Sie selbstständig sind oder eine Firma haben, das kann wirklich Stress erzeugen. Und ich würde sagen, mentaler Stress ist der größte Gefahr für Ihre Gesundheit, weil das ist, was ich täglich erlebe. Also bei 99% meiner Krebspatienten kann man wirklich sehen, wo der Krebs entstanden ist aufgrund von einem sehr hohen Stressniveau über viele Jahre. Nicht? Also wirklich Stresshormone, das muss nicht sein. Aber da habe ich eine gute, das möchte ich auch erwähnen, dass die willkürliche Vitalkost ein Gefühl von Gelassenheit gibt. Das beste Mittel, gegen Stress, um das Stressniveau zu senken, sind die heimischen Willkräuter. Das kann jeder bestätigen, der mit den Willkräutern unterwegs ist. Das heißt Wildkräuter-Smoothie, Früchte-Smoothie oder ein grünen Saft, wo man Wildkräuter vielleicht mit Selleriestangen, mit Fenchel, mit Gurken entsaftet. Das ist, was ich trinke jeden Tag ungefähr 1,5 Liter. So eine Mischung aus Wildkräuter und Gemüsesorten, Fenchel, Gurken, Selleriestangen und auch Topinambur, das entsafte ich in meinem langsamen Entsafte. Und wenn man diesen Saft trinkt, es gibt so eine Energie, das ist unglaublich. Also mental ist man total geflasht. Und man merkt einfach, wie die Zellen das aufsaugen. Und man fühlt sich so stark, so fast wie unbesiegbar, so wie die Teenagers, nicht? Die fühlen sich stark und unbesiegbar und lachen über Corona. Aber ich bin 62, ich habe das gleiche Gefühl durch die Willkräuter. Also man hat einfach keine Ängste. Und viele meiner Patienten, die mit willkürlicher Vitalkost unterwegs sind, haben das auch bestätigt. Die schütteln den Kopf, nicht? Die sagen, ja, ich habe keine Angst vor dem Virus, weil ich habe so ein Vertrauen in meinen eigenen Körper. Also es ist einfach ein Gefühl, dass da kann nichts passieren. Ich bin einfach so gut drauf, mental, körperlich. Und
dieses Gefühl möchte man nicht mehr missen und deswegen machen wir diese Klimmzüge, auch wenn es nicht Mainstream ist oder nicht politisch korrekt ist. Wir machen diese Dinge, weil die Wirkung hinterher ist einfach gigantisch. Nicht? Wir sind so angeknipst und wir fühlen uns so großartig, dass überhaupt wir verschwenden keine Gedanken über Coronavirus oder Bakterien. Es ist einfach es ist nicht unsere Realität, ja. Und was ich auch höre immer wieder von Patienten, die damit unterwegs sind, die sagen, wow, es ist wie ein Schleier sich weggegangen ist. So wie wenn der Nebel gelichtet ist, ich sehe die Welt viel klarer. Das ist auch die Wahrnehmung wird auch besser. Dank diesen Biophotonen und Pflanzenstoffen und diese lebendige Nahrung und das gibt so eine Energie, auch mental. Also man wird kreativer, besser drauf, man ist besser gelaunt, man kann besser schlafen. Also einfach das ganze Feeling ist ganz, man möchte es nicht mehr missen. Und das Immunsystem, Stärkung, das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Anteil. Geht es uns gut, sind wir glücklich, haben wir dann automatisch auch ein stärkeres Immunsystem. Ja? Sind wir deprimiert, sind wir bedrückt, sind wir gestresst, schlafen wir schlecht, ist das Immunsystem wird auch beeinflusst. Nicht? Und deswegen Yoga, Meditation, gute Gedanken, Energie, Positivität, das ist alles, wirkt alles natürlich als große Unterstützung für unser Immunsystem und vielleicht das Wichtigste überhaupt neben. Was ich noch erwähnen wollte, die Medien machen der ganze Fokus ist auf Corona, auf diesem Virus. Aber aus meiner Sicht, was in Vergessenheit geraten ist die Bedrohung durch eine ganz andere Krankheit, das ist Sepsis. Sepsis ist eine Blutvergiftung durch Bakterien, die resistent sind gegenüber Antibiotika. Das sind meistens Staphylokokken. Und die Antibiotika die sind quasi unbesiegbar geworden, diese Bakterien. Und gerade in Krankenhäusern, in Kliniken können ihnen eine echte Gefahr werden. Und ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Vor über 20 Jahren, ein Freund von mir in England hat mich angerufen und hat gesagt, ich liege hier im Krankenhaus, ich bin wirklich todkrank, bitte hilf mir. Und ich bin extra hingeflogen zu ihm und habe ihn da rausgeholt. Und was war die Diagnose? Sepsis, Blutvergiftung. Und er war wirklich fast im Sterben und diese Bakterien haben auch sein Herz angegriffen und die Herzklappen und ich konnte ihm gerade noch helfen mit verschiedenen Mitteln, homöopathischen Arzneimitteln und ich musste auch Schlangengifte einsetzen und ich konnte ihn auf jeden Fall wieder lebendig da rausholen. Er wäre gestorben. Und was ist passiert? Er hatte einen Abszess am Darmausgang und dieser Abszess wurde chirurgisch entfernt aber es kam zu einer Infektion mit diesen Krankenhauskeime und die Sepsis konnten sie nicht im Griff kriegen und dieses Schicksal erleiden circa 70.000 bis 90.000 Deutsche in Deutschland jedes Jahr und sterben daran. Also 70.000 bis 90.000 Menschen, die sterben an einem Sepsis, wo die moderne Medizin keine Antwort darauf hat. Das ist die große Gefahr und da gibt es keine mediale
Aufmerksamkeit, da kräht kein Hahn danach. Das ist natürlich für die Medizin auch peinlich, dass die da auch keine Antworten haben. Das Problem gibt es schon seit 25, 30 Jahren und es wird eigentlich eher schlimmer. Nicht? Also das ist die große Gefahr. Und gerade in den Krankenhäusern, die Hygiene ist nicht immer ganz so optimal und dann können diese Probleme entstehen. Und ich denke, viele dieser Menschen, die gestorben sind, gerade in Norditalien, wo die diese Krise hatten mit dem Virus, da hatten die Medizin ist nicht so fortschrittlich wie in Deutschland. Die Hygiene ist oft ein Problem in diesen Krankenhäusern. Die wurden auch kaputt gespart. Dann in die ganze Region in Norditalien, wir haben dann Luftverschmutzung, ähnlich wie in China. Und ich war selber dort einmal vor 20 Jahren in Padua und ich habe meine Reise dann nach ungefähr einer Stunde abgebrochen, bin abgereist. Ich habe es nicht ausgehalten, die Luftverschmutzung war wirklich massiv. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also durch eine Vorschädigung der Lunge kann natürlich, oder auch bei Rauchen, können diese Viren oder Coronaviren natürlich viel aggressiver auftreten. Also durch Rauchen. Man muss einfach sehen, also bei vielen dieser Menschen, die gestorben sind, das spielt auch eine Rolle, nicht? Durch das Rauchen, durch die Luftverschmutzung, durch die schlechte Ernährung, alles und auch Vorerkrankungen. Also und viele dieser Menschen, gerade ältere Menschen, nehmen starke Arzneimittel, 5 bis 10 Arzneimittel am Tag und dann die schlechte Ernährung und die sind natürlich besonders, können dann besonders dann an so ein Virus erkranken. Und interessant, ich habe heute gelesen, dass in Stand heute, 28. März, dass 300 Deutsche sind an dem Virus jetzt gestorben und ich glaube 80.000 angeblich infiziert, positiv infiziert, aber der Durchschnittsalter war 81. Also das heißt, es sind wirklich diese älteren Menschen, die besonders betroffen sind durch Vorerkrankungen und schlechte Ernährung und die Belastung durch viele Medikamente. Und das sind eigentlich die Themen, die werden einfach nicht genügend von den Medien beleuchtet. Aber wir können alle etwas tun für unsere älteren Menschen. Mein Vater er wird 94. Es geht ihm gut, er hat keine Schmerzen, keine Entzündungen. Er hatte früher einen Herzinfarkt erlitten, einen Schlaganfall erlitten und er war wirklich schlecht drauf. Er hat gedacht, mit 80, er hat gedacht, er würde sterben und ich habe ihn quasi mit Hilfe unserer Ayurveda Panchakarma-Kur wieder hochgepäppelt und ich habe ihm die Willkür der Vitalkost näher gebracht und jetzt kann er wirklich, er lebt nach Willkür der Vitalkost, er hat keine Probleme mit Infekten oder Grippe oder er arbeitet, er kann im Garten arbeiten, er kann einkaufen gehen, er kann sich versorgen, ist nicht angewiesen auf Pflege, mental ist er sehr fit und es ist wirklich eine Freude, wenn man einen so alten Vater hat wie ich und er ist autonom und nicht auf meine Hilfe angewiesen. Das hat er nur mit Hilfe dieser Willkür der Vitalkost geschaffen. Natürlich, ich gebe ihm auch
Vitamine, ich gebe ihm Mineralien, diesen ganzen Vitalstoffen und er bekommt Vitamin B12-Injektionen. Also Sie können auch für Ihre Eltern, Großeltern sorgen, ältere Menschen sorgen, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie nicht angewiesen sind auf Pflegeheime und dass sie autonom ein schönes Leben in ihrem eigenes Zuhause und sie können auch etwas für die alten Menschen tun und dann ist es wirklich, ein Virus ist dann auch kein Problem, auch für diese Menschen dann. Nicht? Zuletzt wollte ich darauf hinweisen, dass ich habe eine interessante Nachricht für Sie. Wir haben jetzt einen Videokurs produziert, ganz professionell mit ein paar Kollegen, die auch willkürliche Vitalkost praktizieren. Und es handelt sich um die willkürliche Vitalkost Detox Heilfastenmethode, ein spezieller Kurs. Und Sie werden diese Methode lernen, wie Sie Ihr Körper total entgiften können, auch von zu Hause aus. Und Sie erhalten also sehr viel Hintergrundwissen und über das Thema Heilfasten und Detox, also alles, was ich in den letzten 30 Jahren mit Ayurveda gemacht habe, die Strategien, die ich einsetze, all dieses Wissen fließt in diesen Kurs und ich möchte das mit euch teilen. Und weil es ist mir klar, nicht jeder kann sich so eine Ayurveda Panchakarma-Kur leisten, nicht jeder hat die Zeit oder das Geld und deswegen habe ich diesen Kurs produziert mit meinen Freunden und sie lernen vor allem, wie sie ihr Körper und Stoffwechsel trainieren können, leicht und mühelos in die Fettverbrennung hineinzukommen. Was heißt Fettverbrennung? Der Stoffwechsel normalerweise, wenn wir täglich Pizza, Pasta, Pommes, Nudeln, Fastfood, stärkehaltiges Essen, das macht 99% der Menschheit. Nicht? Wir leben von Mais, von Weizen, von Roggen, von Reis. Das sind auch Sojabohnen. Das sind so die Grundnahrungsmittel weltweit, in jedem Land. Nicht? Also das sind diese Getreidesorten, damit werden Tiere gemästet und das heißt, mit 5 Nahrungsmitteln werden quasi 95% unserer Nahrungsmittel abgedeckt. Nicht? Die Kühe bekommen diese Getreidesorten oder wir fangen an morgen mit Müsli, mit Cornflakes, mit und so weiter, nicht? Mit Nudeln, mit Brot und glutenhaltiges und wir bekommen keine Pflanzenstoffe und der Stoffwechsel praktisch von Geburt an wird trainiert immer in diese Verbrennung von Glucose, vom Blutzucker, von Stärke. Und wir vergessen, also der Stoffwechsel vergisst, wie er Fett verbrennen kann und deswegen diese Probleme mit Übergewicht heute. Und durch diesen Kurs, Sie lernen, wie Sie Ihr Stoffwechsel beibringen kann, wieder in die Fettverbrennung zu gehen. Und das erlebe ich auch bei meinen Patienten. Das ist eine wichtige Strategie. Ich bringe meine Patienten das bei, sodass ihr Stoffwechsel diese Flexibilität gewinnt von der Fettverbrennung, also von der Zuckerverbrennung, Fettverbrennung, dass es gleichzeitig ablaufen kann wie ein Hybridauto, was von Benzin verbrennt oder auch von Strom läuft. Nicht? Das ist ein Hybridauto. Nicht? Sie brauchen einen Hybridstoffwechsel, um richtig gesund zu werden.
Und damit ist das Thema Übergewicht eben kein Problem mehr. Ja. Und Sie erhalten eine ganz einfache Praxiseinleitung für zu Hause, was Sie tun können, um eben diese Detox-Methode und mit mehrere PDF-Anleitungen, mit Rezepten, mit Checklisten und Zubereitungsvideos. Und das heißt, Sie werden Schritt für Schritt mitbekommen, wie Sie vorgehen können. Im Bonusmaterial erhalten Sie auch, das ist auch ein interessantes Interview mit einem Patienten, der erfolgreich diese Heilfastenmethode eingesetzt hat und was da für eine tolle Genesung entstanden ist. Und auch die Meeresbiologin und Ökotoxikologin Frau Hürke, sie hat eben diese Meeresalgenprodukt entwickelt. Sie wird auch erzählen von den ganzen Meeresalgen und die verschiedenen Typen und Arten von Meeresalgen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und viel Erfolg bei der Optimierung Ihres Immunsystems.